Das ist wahrscheinlich eine der profitabelsten Strategien, die ich je gesehen habe. Hallo zusammen, wenn Sie sich dieses Video ansehen, möchten Sie wahrscheinlich lernen, mit binären Optionen zu handeln. Heute bitte ich an, die mathematische Martingale-Strategie herauszufinden. Es ist eine ziemlich beliebte Strategie, die gute Ergebnisse bringt, wenn sie klug eingesetzt wird. Heute werde ich versuchen zu zeigen, wie Mathematik und Risikomanagement mit der Martingale-Strategie funktionieren. Es wird sehr interessant und hilfreich sein für alle, also sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, um zu erfahren, wie Sie mit mir zusammen handeln können. Ich bereite mich auf das erste Geschäft vor. Wir haben es in der Nähe des Widerstands eröffnet. Historisch gesehen sehen wir ein Triceratops-Muster mit ungefähr dem gleichen Niveau dieser Umkehrungen. Genau diese beiden Berührungen bildeten das Widerstandsstufe. Was ist also die Martingale-Strategie? Zunächst einmal ist es eine mathematische Strategie. Sie beeinflusst den Wert Ihres Ziels. Der Sinn der Strategie besteht darin, den Wert des nächsten Geschäfts mit 2 oder 2,5 zu multiplizieren, um den Verlust zu kompensieren, falls es scheitert. Unser erstes Geschäft schließt also mit Gewinn ab, aber stellen wir uns vor, dieses Geschäft geht verloren. Wir würden $500 verlieren. Dabei würde ich den Wert des Ziels auf $1000 erhöhen und erneut auf sinkend handeln. Im Falle eines Gewinns verdienen wir $890, wovon $500 unser vorheriges verlorenes Geschäft kompensieren und $390 verdienen wir mit diesem neuen Geschäft zusätzlich. Ziemlich einfach. Wenn wir auch die $1000 verlieren würden, würden wir den Wert des dritten Geschäfts auf $2000 erhöhen, was die beiden vorherigen verlorenen Deals ausgleichen würde. Also Leute, diese Kerze schließt unter mit dem Minimum. Das Minimum der Kerze war hier. Markieren wir dieses Niveau mit einer horizontalen Linie. Wir bewegen sie hierher und sehen, dass die große rote Kerze unterhalb dieses Niveaus schließt. Dies deutet auf eine Art Durchbruch durch die Unterstützungslinie hin, obwohl das Unterstützungsstufe auch hier liegen könnte. Auf jeden Fall ist es ein Durchbruch und wir handeln nach unten. Das Geschäft ist kurz vor dem Abschluss. 3, 2, 1. Super, wir erhalten einen weiteren Gewinn etwa $435. Lassen Sie uns nach der nächsten profitablen Situation Ausschau halten. Leute, ein weiteres makelloses Niveau hier. Wir können es wieder mit einer horizontalen Linie markieren. Ungefähr hier, fast genau dort, wo der Preis im Moment ist. Historisch gesehen gibt es eine Reihe von Wechselwirkungen zwischen Grafik und Linie. Daher betrachten wir diese Linie als Unterstützungsstufe. Wenn die Grafik diese Linie durchbricht, ist unser Geschäft verloren und wir erhöhen den Wert des nächsten Geschäfts entsprechend den Martingale-Regeln. Der Markt muss von dieser Unterstützungsstufe abprallen und wir werden einen Gewinn erzielen. Nur noch ein kleines bisschen Zeit. 3, 2, 1. Warten auf das Ergebnis. Wunderbar! Das Geschäft wird mit Gewinn abgeschlossen, wie ich schon sagte, ändern wir den Wert des Deals nicht. Wir handeln mit einem festen Betrag, der erst nach einem Verlust erhöht. Hier vermute ich die Fortsetzung des Aufwärtstrends, obwohl ich gerade die Widerstandslinie gesehen habe, sodass wir uns vielleicht beeilt haben. Ein Durchbruch ist jedoch möglich. Ich habe meine Entscheidung in erster Linie auf diese Kerze mit einem kleinen Körper und einem großen Abwärtsschatten gestützt, und wie wir uns erinnern, wenn es keinen klaren Trend gibt und eine Fortsetzung Muster erscheint, eröffnen wir ein Geschäft mit dem Trend. Das vierte Geschäft ist kurz vor dem Abschluss.
Erstaunlich, wir könnten hier tatsächlich 2 gewinnbringende Geschäfte eröffnen, wir würden es aber nicht mit 3 riskieren. Und noch eine Besonderheit der Marketingstrategie möchte ich anmerken. Was ist daran so gut? Nicht nur, dass wir den Wert des Deals erhöhen und eine Gewinnrate von weniger als 50% haben können und trotzdem gewinnen, sondern es ist im Allgemeinen fast unmöglich, mit einer guten Strategie zu handeln und 3, 4 oder 5 Mal hintereinander zu verlieren. Obwohl auch das möglich ist, manchmal haben wir 3, 4 verlorene Geschäfte hintereinander. In diesem Moment muss man bedenken, dass die Einzahlung für 4 Wertsteigerungen in Folge ausreichen sollten. Zum Beispiel mit diesem $500 eine Multiplikation ist $1000. 2 Multiplikationen sind 2000, 3 sind 4000 und die 4. Multiplikation ist $8000. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, ob Ihre Strategie zuverlässig ist, setzen Sie den Wert Ihres ersten Geschäfts niedriger an, damit Sie genug Geld haben, um es ein paar Mal zu multiplizieren, damit es rentabel wird. Und wenn Ihr 4. oder 5. Geschäft mit Gewinn abgeschlossen wird, kompensiert es für alle verlorenen Geschäfte. Genau in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Gucken Sie mal. Leider verliert unser Geschäft, also eröffnen wir ein $1000 Geschäft, das ist doppelt so viel wie unser erstes Betrag in der gleichen Richtung zur Senkung, warten auf das Ergebnis ab. Also Leute, unser zweites Geschäft hatte nicht genug Zeit, um ebenfalls mit Gewinn zu schließen. Ich werde hier nicht mehr auf Senkung handeln, da der Grafik nach oben gesprungen ist, also eröffne ich ein Geschäft auf Steigen. Erstaunlich, unser $2000 Geschäft schließt mit Gewinn ab. Sehr gut. Hier bitte ich an, ein Geschäft für steigende Kurse zu eröffnen. Zuerst sehen wir diesen steigenden Trend, der in einen fallenden umschlägt, und im Moment ist die Grafik in der Nähe des Niveaus von mehreren Interaktionen. Also Leute, ich bin 100% sicher, dass dieses Geschäft mit Gewinn abgeschlossen wird. Heute haben wir herausgefunden, wie man mit dieser Strategie auf Vortex handeln kann. Aber ich erinnere Sie daran, dass selbst dieses Tool nicht funktionieren wird, ohne Kenntnisse über binären Optionen zu haben, über die ich im Video in der linken Ecke gesprochen habe. Sehen Sie sich dieses Video an und werden Sie alles, was Sie lernen, in der Praxis sein. Und wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie mich auf meinem Telegram-Kanal. Der Link ist in der angehefteten Kommentar. Das alles für heute. Bis bald.